Heute ist schon das vorletzte Türchen. Jetzt ist es schon fast vorbei. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel, und ihr seid hier gelandet beim Junk Journal Tutorial Adventskalender. Ja, heute mit dem vorletzten Türchen, und ich bin schon irgendwie ganz traurig, dass es jetzt schon fast vorbei ist. Aber ja, wie soll ich sagen, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen froh, denn das war ein richtig krasser Haufen Arbeit, den ich mir da selber irgendwie ans Bein gebunden habe. Und ich freue mich sehr, 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 dass ihr alle so fleißig diese Videos geschaut habt und dass es offensichtlich bei euch ganz gut angekommen ist. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank auch für eure ganz lieben Kommentare, die ihr unter die Videos geschrieben habt. Ich habe mich da sehr, sehr drüber gefreut. Also ich freue mich immer noch. Ja, heute, so, wie soll ich sagen, als fast krönenden Abschluss habe ich mir mal was überlegt, wie soll ich sagen, was auch oft in Tutorials gezeigt wird, aber wo es wirklich auch wieder so 100.000 verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu machen. Und es ist auch etwas, was ich so in dieser Art vorher noch nie gemacht habe, weil ich vorher noch nicht die ganzen Materialien besessen habe, die man dafür benötigt. Kriegt jetzt bitte keinen Schock. Ihr könnt das auch mit anderen Materialien machen als die ich hier verwende. Ich erzähle euch das später in dem Video auch noch, was ihr da als Alternativen verwenden könnt, wenn ihr nicht genau das habt, was ich habe. Ich habe nämlich vor einiger Zeit ein Happy Mail bekommen mit ganz, ganz vielen so Boho-Stoffen drin. Ich habe bis dato überhaupt nicht gewusst, dass solche Stoffe auf dieser Welt überhaupt existieren. Also ja, gewusst vielleicht schon, aber ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich gerne einen Teil dieses Adventskalenders mit diesen besonderen Stoffen gestalten möchte. Und ja, ihr werdet gleich sehen, warum wir diese Stoffe brauchen und ja, was wir daraus machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem vorletzten Türchen und ja, viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß mit diesem Tutorial. Ja, hier ist es, Türchen Nummer 23. Schauen wir mal als erstes, was sich darin verbirgt. Ich habe euch ja eben schon so ein kleines bisschen etwas verraten. Wie ihr seht, sind hier ziemlich viele bunte Stoffe drin, in ziemlich knalligen Farben, ziemlich wild durcheinander. Ich sage euch gleich noch ein bisschen etwas Genaueres dazu, warum ich diese Stoffe ausgewählt habe. Hier ist noch einer. Die Prompts für heute sind Boho-Bed und Quote. Das heißt, ich werde heute versuchen, ein paar Boho-Beds zu machen. Ihr kennt die vielleicht, die sind ja größtenteils gemacht aus solchen bunten Stoffen. Ich habe euch immer noch ein paar mehr geholt, dass ihr seht, wie reich beschenkt ich wurde in dieser Happy Mail. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, dass ich solche Sachen jetzt habe, denn das eignet sich natürlich sehr gut, um solche Boho-Beds zu machen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als Perlen aus Stoff, eben aus diesen speziellen, bunt bestickten Stoffen, auch in vielen verschiedenen Farben. Man kombiniert dabei auch viele verschiedene Farben und die sind oftmals auch sehr reich mit so Perlen, Golddraht oder solchen Dingen bestückt, was ihr später noch sehen werdet. Ich werde jetzt hier eine plastikfreie Variante machen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die machen sich die Basis, nämlich genau das, was ich jetzt hier gerade versuche, aus einem Plastikstrohhalm. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben so Wanddübel benutzt, um eben eine Basis zu kriegen für diese Stoffperle, dass man später etwas da durchfädeln kann. Also wenn man es zum Beispiel auf einen Faden auffädeln will, da braucht man ja logischerweise da innen ein Loch oder irgendeine Art von Führung. Ich habe mich jetzt hier entschieden zu versuchen, eine Buchseite auf einen Scharfstickspieß aufzurollen, sodass ich dann auch später so ein hohles Gebilde kriege. So ähnlich wie ich das euch bei den Papierperlen auch schon gezeigt habe, nur dass ich jetzt eben hier so eine lange, in Anführungsstrichen, Stange gemacht habe, die ich mir dann auf die gewünschte Länge abschneiden kann. Ihr könnt aber selbstverständlich auch Strohhelme nehmen, wenn ihr Plastik vermeiden wollt. Es gibt ja inzwischen auch schon so Papierstrohhalme. Dann könnt ihr euch den einfach nehmen, wenn ihr da keinen Bock auf dieses Aufrollen habt. Und könnt euch den in die gewünschte Länge abschneiden. Ich habe jetzt hier so circa 4 bis 5 cm genommen.
Das habe ich aber auch nicht abgemessen oder so. Das habe ich einfach so nach Gefühl gemacht, wo ich gedacht habe, okay, das könnte eine ganz gute Größe sein. Das hängt sicherlich natürlich auch davon ab, was ihr für Stoff habt, wie breit der ist, wie breit ihr den schneiden wollt eventuell. Oder wenn ihr schon Stoffstreifen habt, könnt ihr das natürlich auch daran anpassen. Ich nehme jetzt hier einfach so ein Stück von meinem Stoff. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht solche edel aussehenden Stoffe habt, dann könnt ihr auch alte T-Shirts zerreißen, ihr könnt alte Tischdecken, Vorhänge, alles, was irgendwie aus Stoff besteht, zerreißen. Das Einzige, was ich hier vielleicht für das Handling bevorzugen würde, ist ein Stoff, der nicht besonders viel Stretch-Anteil hat. Denn, wie ihr seht, ich nehme jetzt meinen Heißkleber und werde jetzt diesen Stoff um dieses Papierröllchen drumherum kleben. Und ich mache es jetzt so, dass ich nur an der einen Stelle dort Heißkleber aufbringe. Ich nehme deshalb Heißkleber, damit es sofort trocken ist und ich sofort weitermachen kann, dass mir der Anfang von diesem Stoff nicht verrutschen kann. Würde ich flüssigen Kleber nehmen, müsste ich natürlich bei jedem Röllchen erstmal warten, bis das da trocken ist. Deswegen habe ich jetzt Heißkleber verwendet. Und wenn dieser Stoff Stretch-Anteil hätte, dann würde der sich natürlich wahnsinnig wegziehen. Und wenn ihr das zu stramm machen würdet, dann könnte es unter Umständen sein, dass ihr das Loch innen verliert, was jetzt durch diese aufgerollte Buchseite gekommen ist. Deswegen würde ich empfehlen, wirklich einen Stoff zu nehmen, der sich gut aufrollen lässt und der keinen Stretch-Anteil hat. Oder relativ wenig. Jetzt rolle ich das mit meinem Finger vorsichtig hier so dran, drücke da noch so ein bisschen die Enden fest. Und ja, jetzt habe ich hier mir schon mal die Basis geschaffen für dieses erste Boho-Bett. Und ich nehme jetzt aber noch einen schmaleren Stoffstreifen, wie ihr hier sehen könnt, und wickel den da in der Mitte noch mal so ein bisschen drum. Das hat jetzt in diesem Fall den Sinn, dass dieses perlenartige Gebilde in der Mitte etwas dicklicher wird. Und ich möchte das auch ein bisschen unordentlich haben. Wie ihr seht, ist das jetzt nicht, wer weiß, wie geradlinig oder so aufgeklebt, sondern ich habe das jetzt einfach da so umeinander getüdelt, würde man jetzt so in meinem Sprachgebrauch sagen. Ihr könnt auch zum Beispiel sowas hier verwenden. Das ist jetzt schon so als Ruffle genäht worden. Also das war halt schon so, als ich das bekommen habe. Wie ihr seht, steht das jetzt erstmal ziemlich wild in alle Richtungen ab. Aber wie ihr später sehen werdet, wird sich das noch etwas verändern. Was man auch nehmen kann, ist das hier zum Beispiel, so eine Borte, die schon so Perlen und Stickereien drauf hat. Da habe ich mir jetzt überlegt, ich möchte das einfach so verwenden, weil das ja von außen schon schön aussieht. Und ja, dann kann man sich natürlich das Leben ein bisschen leicht machen und einfach so ein kleines Stückchen darum rumkleben und schon schaut das schön aus. Die werden sich jetzt im Laufe der Zeit noch etwas weiterentwickeln, wie ihr gleich sehen werdet. Das ist jetzt erstmal hier nur so ein kleiner Zwischenstand. Bevor ihr da weitermacht, solltet ihr auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass egal welcher Kleber da verwendet wird, dieser auf jeden Fall komplett trocken ist, bevor ihr da irgendwie weitermacht. Ich habe jetzt hier versucht, möglichst viele verschiedene Farben zu benutzen, weil das für diesen Boho-Style natürlich auch typisch ist. Wenn ihr das mal bei Instagram oder Pinterest oder wo auch immer eintippt, dann werdet ihr ziemlich viele unterschiedliche Farben finden, auch teilweise so Dinge, wo man denkt, huch, das ist aber irgendwie jetzt ziemlich zart von der Farbkombination. Und ihr wisst, ich bin normalerweise auch jemand, der sehr auf solche Farbpaletten achtet. Und wie ihr seht, ist das hier jetzt ziemlich wild durcheinander, aber es passt trotzdem zusammen. Und das ist auch ja, dieser typische Style eben, den diese ganzen Boho-Sachen, auch die ganzen Boho-Journals und sowas, was man sieht, so haben. Jetzt habe ich hier mir ein paar Perlen genommen. Ich bin ganz glücklich, dass ich die habe die neulich mal auf eBay Kleinanzeigen entdeckt und zu einem absoluten Schnäppchenpreis mir gekauft. Jetzt gehe ich mit einem goldenen Draht um um diesen Stoff sozusagen drumherum. Tüttel den da erstmal am Anfang so ein bisschen fest, dass der mir nicht abhauen kann. Schneide mir dann ein Stück vom Draht ab und fädle auf das Ende einige Perlen auf. Und mit diesem Draht gehe ich jetzt im Kreis um dieses Teil drumherum, sodass die Perlen dann an bestimmten Stellen eben fixiert sind. Dafür gibt es auch eigentlich keine so richtige Anleitung. Ihr müsst da drum rumwickeln, ziemlich stramm schon. Ihr könnt auch um die Perlen drumherum wickeln, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Dann stehen die so ein bisschen mehr ab und sie bleiben besser an Ort und Stelle. Aber das ist jetzt so eine Sache, wo man wirklich ein bisschen so rumfriemeln muss, bis man das an der Stelle hat, wo man das gerne hinhaben möchte und vor allen Dingen in der Intensität, wie man das gerne haben möchte. Ein kleiner Tipp, wenn ihr gleich große Perlen verwendet, so wie ich jetzt bei diesem lilanen Teil hier, dann nehmt eine ungerade Anzahl.
Hier habe ich jetzt eine ungerade Anzahl genommen, nämlich 3 Stück. Dann schaut das interessanter aus, als wenn ihr eine gerade Anzahl habt. Und wenn ihr die dann noch so ein bisschen ungleichmäßig ansortiert, schaut es auch gleich wieder interessanter aus. Ich zeige euch jetzt hier noch ein paar verschiedene andere Variationen, wie man das machen könnte und wie das vor allen Dingen dann auf den anderen Perlen wirkt. Durch den goldenen Draht und durch diese Perlen, trotz dass ich verschiedene Perlen genommen habe, entsteht jetzt hier eine Art Zusammenhang. Vorher waren diese ganzen Boho-Beds alle ziemlich wild durcheinander bunt. Klar, das ist typisch für diesen Style, aber irgendwie, auch wenn es in Anführungsstrichen zusammenpasst, weil es so gehört, hatten sie für mich keinen Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang ist erst entstanden, als ich angefangen habe, diesen Golddraht da drum zu wickeln und diese Elemente, wie diese Perlen, auf jeder Perle, sage ich schon, auf jedem Bett gleichmäßig zu machen. Auch hier nehme ich jetzt einfach den Draht, fädel die Perlen da auf und gehe da einfach so drum herum. Das sorgt natürlich auch nochmal in diesem Schritt jetzt für ein bisschen mehr Stabilität, denn immerhin ist innen nur dieses kleine Papierröllchen, das ist in sich schon verhältnismäßig stabil, man tanzt da ja nicht drauf rum auf dem Teil, da fährt jetzt kein Auto drüber und es muss halten, das ist schon klar, aber es sollte ja schon irgendwie ein bisschen was aushalten, vor allen Dingen, wenn man das an einem Journal hat, später, was man im täglichen Gebrauch hat. Ja, wenn ihr das da drum rumgetüdelt habt, diese ganzen Perlen, dann schaut das in etwa so aus und wie ihr seht, ja, haben die jetzt irgendwie einen Zusammenhang erhalten, obwohl sie alle aus diesen unterschiedlichen Stoffen bestehen. Und ich finde die jetzt schon wunderschön. Ich kann das gar nicht anders sagen, obwohl es jetzt irgendwie so ein bisschen eigenartig aussieht. Man weiß jetzt noch nicht so recht, naja, was soll ich jetzt damit anfangen? Jetzt habe ich hier so kleine Röllchen, was tue ich jetzt damit? Und ich möchte es auch noch ein bisschen auf die Spitze treiben, indem ich jetzt hier noch so eine Wimpernwolle und etwas Spitze mit dazu nehme und dieses Gebilde hier. Das ist auch so eine Art Wimpernwolle. Und da habe ich jetzt mir einfach so ein Stückchen abgeschnitten und jetzt wickele ich das noch zusätzlich außen um dieses Teil drumherum. Dadurch verschwindet einerseits ein kleines bisschen von dem Golddraht. Das war mir nämlich in dem Moment ziemlich zu viel und ich wollte auch nicht, dass das so krass gewickelt aussieht. Jetzt habe ich mir einfach hier dieses Ding genommen und wickel das da so drum herum, dass natürlich selbstverständlich die Perlen nicht abgedeckt sind. Und ich lasse das auch eher in der Mitte von diesem Teil, sodass es in der Mitte noch ein bisschen bauchiger im Prinzip wird. Dadurch schaut das nicht ganz so langweilig aus und es ist auch von der Form her jetzt ein bisschen interessanter, wie ich finde. Das habe ich jetzt auch einfach da so drum rumgetüdelt und den Rest, der da so übrig war, einfach um die Perlen drumherum gewickelt. Wenn das nicht hält, könnt ihr da natürlich auch noch einen kleinen Klecks, entweder Sekundenkleber oder Heißkleber oder einen anderen unauffälligen Kleber drunter machen, sodass das da vernünftig hält. Dann habe ich jetzt hier eine ziemlich krasse Kombination gewagt, indem ich die lilane Wimpernwolle genommen habe in Kombination mit diesem Rosa. Also das ist irgendwie auch interessant, dass im Bereich dieser ganzen Boho-Geschichten solche Farben irgendwie zusammenpassen. Ich glaube, die wenigsten von uns würden auf die Idee kommen, so eine Kombination auf eine Junk Journal-Seite aufzubringen. Zum Beispiel mit Farbe oder so oder mit Scraps. Das hier passt komischerweise zusammen, obwohl man denken würde, irgendwas stimmt hier nicht. Was ihr auch machen könnt, sind kleine Streifen von Spitze hier außen drumherum zu wickeln. Das schaut eigentlich auch ganz interessant aus. Dafür könnte man auch zum Beispiel eine Mullbinde nehmen oder andere Dinge, wenn man jetzt nicht so eine Spitze hat. Man könnte auch so Geschenkpapier, nicht Geschenkpapier. Luise, du meinst was ganz anderes. Du meinst dieses Geschenkband. Wisst ihr, womit man auch hier so Weihnachtsgeschenke und so einpackt? Also umwickelt. Also ihr wisst schon, dieses Zeug da halt. Das gibt es ja auch aus einem Nicht-Plastikmaterial. Das würde ich jetzt in diesem Fall bevorzugen, weil auch durch den Stoff das halt irgendwie so, ja, das fühlt sich halt einfach irgendwie schön an. Da will ich da kein Plastik dran haben, aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch theoretisch wirklich, ja, einen alten Pullover, einen gestrickten oder so nehmen und den aufribbeln und dann davon das Garn benutzen. Früher waren mal diese Schals in, die aus dieser Wimpernwolle hergestellt wurden. Und da könnte man vielleicht auch, wenn man einen hat, den man nicht mehr trägt, einfach ein Stück davon nehmen. Also man kann ja auch bereits gestrickte Dinge wieder entstricken, also aufribbeln und dann das Material verwenden. Ja, ihr habt ja gesehen, auf der Promptliste stand auch noch Quote.
also Zitat oder kleiner Spruch. So, und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte einen meiner Lieblingssprüche, den habe ich mir im Übrigen selber ausgedacht. Ich weiß zwar nicht, ob es den schon irgendwo gibt, vielleicht war das schon jemand vor mir so schlau. Einen meiner Lieblingssprüche in Kombination mit Junk Journaling werde ich jetzt hier auf dieses etwas dickere Papier aufbringen. Und zwar mit Hilfe dieser kleinen Buchstaben hier. Das sind so Buchstaben auf dieser Folie. Und wenn man da so rüber rubbelt, dann druckt sich das so auf das Papier. Das war jetzt für mich auch relativ neu. Ich hatte das auch mal in einer Happy Mail bekommen und habe das jetzt hier mal ausprobiert. Das funktioniert eigentlich verhältnismäßig gut. Ich weiß nicht ganz genau, wo man diese Bögen herbekommt. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie die exakt heißen, sodass ich euch auch nicht sagen kann, wo ihr das finden könnt, beziehungsweise was ihr eintippen müsst, um das zu finden. Falls das jemand weiß, bitte schreibt einen Kommentar unten unter dieses Video, damit vielleicht auch andere Leute das finden können. Aber ihr könnt das natürlich auch selbstverständlich zu Hause ausdrucken oder per Hand schreiben. Und das Zitat, was ich benutzen möchte von mir selbst, ist Don't call it junk. Ja, dafür habe ich jetzt hier dieses mal da so gemacht und dann habe ich das hier so abgeschnitten, dass ich diese Wörter einzeln habe. Und als nächstes möchte ich die jetzt noch ein bisschen verstärken, weil das ist jetzt einfach, ich glaube, so 200 Gramm Papier oder so, was das jetzt hier war. Jetzt schneide ich mir hier noch so einen längeren Streifen ab und klebe jetzt die da oben nochmal drauf. Das hat zwei Gründe. Erstens, wie gesagt, ich möchte das ein bisschen stabiler haben. Und zweitens, ich möchte daraus jetzt so Anhänger machen. Also ihr seht schon, ich mache jetzt hier oben so ein kleines Loch rein. Da werde ich jetzt eine Öse reinsetzen, sodass, wenn ich das später mit meinem Boho-Bed verbinden will, mir das da nicht ausreißt. Da könnt ihr auch einfach einen Lochverstärker nehmen oder irgendeine andere Art von Verstärkungsmöglichkeit euch da oben ausdenken. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Niete sein, aber ehrlich gesagt, ich finde, das schaut ziemlich geil aus mit diesen Nieten. Jetzt habe ich das da so drauf gemacht und jetzt schneide ich das hier nochmal ab, sodass ich jetzt hier dieses kleine Schildchen habe. Und das mache ich jetzt mit allen anderen von diesen Schildchen auch. Also erstmal da oben die Öse rein. Ich habe jetzt hier auch verschiedene Farben von Ösen verwendet, weil ich mir gedacht habe, wenn die Beds an sich schon so bunt sind, dann kann ich auch bei den Ösen ein bisschen hin und her gehen mit den Farben. Man hätte jetzt auch sagen können, okay, der Draht ist Gold, also benutzt man für die Ösen auch nur Gold. Aber bitte, macht das einfach so, wie euch das am besten gefällt, wie euch das in den Sinn kommt. Ich habe dann mir diese kleinen Schildchen genommen und habe die rundherum etwas distressed. Ihr seht schon, ich habe dieses relativ große Bürstchen genommen. Das war Absicht. Ich wollte nämlich nicht nur den Rand etwas bräunlicher haben, sondern die Fläche von diesem Schild auch. Und so habe ich das jetzt im Prinzip in einem Schritt gemacht. Ihr könnt natürlich auch erst mit dem ja, mit dem größeren Bürstchen drüber gehen, leichter und die Fläche distressen und dann den Rand mit einem kleineren Bürstchen, aber wie ihr seht, so geht das auch. Ja, jetzt nehme ich mir hier so einen Faden. Das hier ist in diesem Fall so ein Buchbindegarn. Das hat keinen besonderen Grund, Entschuldigung, dass ich das genommen habe. Das lag da so rum. Ihr könnt auch jeglichen anderen Faden verwenden. Ihr könnt auch hier ein Geschenkband nehmen oder irgendwelche Wolle oder Paketschnur oder was auch immer. Jetzt nehme ich mir hier einfach eine Büroklammer. Auch da könnt ihr natürlich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Macht diesen Faden da oben dran. Dafür könnte man jetzt einen Bulbpin verwenden oder eine Sicherheitsnadel, einen Ring oder irgendwas anderes. Da ich das aber später an mein Journal machen möchte, wie ihr später noch sehen werdet, habe ich jetzt diese Büroklammer genommen, weil das für mich der einfachste Weg ist, das dann zu befestigen. So, und jetzt habe ich erstmal hier eine Perle aufgefädelt, sodass die jetzt hier oben, wie ihr seht, an der Büroklammer direkt sitzt. Und dann habe ich mir diesen Faden auf meine Nadel aufgefädelt, sodass ich dann mein Boho-Bed da drüber ziehen kann. Das ist jetzt relativ einfach, da muss ich jetzt nicht den Faden da so durchfriemeln, mit einer Nadel geht das relativ einfach. Und hier seht ihr schon, die Perle dient jetzt auch als Abschluss für dieses Boho-Bed, dass man oben das Loch nicht mehr so sieht. Ihr könnt da auch noch zum Beispiel Pailletten oder sowas dazwischen machen. Oder wenn euer Loch groß genug ist, von diesem Innenteil oder wenn ihr einen Strohhalm genommen habt oder so, dann könnt ihr auch so eine Niete da oben reinkleben. Das hat jetzt bei mir leider nicht funktioniert, das habe ich aber schon mal irgendwo gesehen und das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, so einen Abschluss dafür zu kriegen. Aber ich finde es persönlich auch nicht schlimm, wenn man sehen kann, dass da drin eine aufgerollte Buchseite ist, die diese Basis sozusagen bildet. Ja, ans Ende von diesem Teil habe ich jetzt dann jeweils eins hier von meinen kleinen Wörtern geklemmt.
Das habe ich da auch einfach so dran geknotet. Da müsst ihr mal ein bisschen schauen, wie ihr das am besten befestigt kriegt. Ihr seht schon, ich fummel da ziemlich rum. Ich bin in sowas immer nicht so ganz geschickt, weil ich dann mir das vorher so denke, ah ja, das soll da dranhängen, aber dann weiß ich nicht so genau, wie ich das da dran kriegen soll. Ich habe das jetzt einfach da festgeknotet und diese Schnüre da abgeschnitten, sodass die dann auch noch mal so ein bisschen da umeinander baumeln. Und das Ganze schaut dann so aus. Ein Boho-Bed mit dem Teil eines Quotes. Also ich finde, das schaut richtig, richtig cool aus. Wenn man das an eine Journal-Seite befestigt, dann schaut das jetzt hier in diesem Fall so aus. Also ich habe jetzt hier einfach das Papier genommen. Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, wie das dann in einem Journal aussehen wird. Und wenn die alle fertig sind, dann schaut das Ganze so aus. Und jetzt kann man unten dieses Don't Call It Junk lesen. Wenn ihr jetzt einen Quote habt mit 5 Wörtern, braucht ihr natürlich 5 Boho-Beds. Wenn ihr einen Satz habt mit nur 3 Wörtern, dann braucht ihr logischerweise nur 3. Ja, so. Macht bitte so viele, wie ihr wollt. Vergesst bitte auch nicht, eure Schnipsel einzusammeln. Diese brauchen wir morgen, wenn wir das letzte Türchen von diesem Adventskalender öffnen. Ich freue mich auf eure Ergebnisse auf Instagram und ich würde sagen, bis morgen wünsche ich euch alles Gute und tschüss.